Nachdem ihr eine Kette angeschlagen habt, für euer Projekt durchgezählt, teilbar durch 8 plus eine Masche mehr, kommen wir zur Reihe 1. Reihe 1 beginnt zu Anfang direkt schon mit einer Büschelmasche. Wir wenden in die Richtung, wo wir häkeln möchten und ziehen die Schlaufe ungefähr auf halbe Stäbchenhöhe, machen einen Umschlag, diese zählt schon als erste, stechen in die Masche ein, holen den Faden hoch. Das ist Umschlag Nummer 2. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, drittes Mal. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, viertes Mal und Umschlag, einstechen, Faden holen, fünftes Mal. Wenn ihr dann ein bisschen wackelt, legen sich die Schlaufen und ihr könnt den Faden besser durchziehen. Das Ganze wird mit einer Luftmaschenkette geschlossen, die ihr dann zuzieht. Danach kommen 3 Luftmaschen. Wir lassen 3 Maschen frei, stechen in die vierte ein und häkeln dort eine feste Masche. Anfänger können sich in die zugezogene Schlaufe von der Büschelmasche oben in die Spitze einen Marker setzen, denn dort müssen wir auf dem Rückweg dann unsere letzte Masche später hineinhäkeln. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und in die vierte wieder mit einem Umschlag einstechen, Faden holen, hochziehen. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Das war ein zweites Mal. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Drittes Mal. Einstechen, Faden holen, hochziehen. Viertes Mal und Umschlag, einstechen, Faden holen. Fünftes Mal. Die Kette könnt ihr auch so ein bisschen runterziehen. Etwas wackeln, damit die Schlaufen sich legen. Und dann könnt ihr durch alle Schlaufen einmal durchziehen. Und das Ganze mit einer Kettmasche schließen, die ihr wieder zuzieht. Und schon haben wir eine hübsche Büschelmasche. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen, in die vierte eine feste Masche. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und in die vierte wieder mit einem Umschlag hinein, Faden holen und wieder auf einem halben Stäbchenhöhe hochziehen. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Viertes Mal Umschlag, einstechen, hochziehen und fünftes Mal Umschlag, einstechen und hochziehen. Das Ganze wieder wackeln. Hier die Kette könnt ihr so ein bisschen mit runterziehen, denn das verwickelt sich oft. Und durch alle Schlaufen abhäkeln, eine Luftmasche und zuziehen. Und dann sollte es schon so aussehen. Das mit der Büschelmasche ist einfach Übung. Es kann sein, dass sich am Anfang so lose Schlaufen noch bei euch bilden. Das liegt aber daran, dass ihr noch nicht das Gefühl habt, alle Schlaufen, die ihr holt, auf gleiche Höhe wirklich zu ziehen. Das Ganze kann man dann mit diesem Wackeln noch ein bisschen legen, aber dafür muss man auch ein bisschen ein Gefühl bekommen. Also lasst euch da nicht gleich entmutigen. Übung macht einen Meister. So, und dann geht es weiter wieder. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen, in die vierte eine feste Masche häkeln. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und mit einem Umschlag in die vierte Masche hinein und dort eine Büschelmasche mit 5 Umschlägen häkeln. 1, 2, 3, 4 und 5. Kette so etwas runterziehen, etwas wackeln und dann könnt ihr durch alle Schlaufen wieder abmaschen und mit einer Luftmasche schließen. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und eine feste Masche. Und so im Wechsel jetzt die ganze Reihe. Luftmaschen und am Ende der Reihe nach der letzten festen Masche kommen nochmal 3 Luftmaschen und wir beenden
in der letzten Masche, welches von der Nadel aus auch die 4. sein sollte, das Ganze mit einer Büschelmasche. Und zum Schluss die Luftmasche, die wir zuziehen, nicht vergessen. Und das war dann schon mal Reihe 1. Kommen wir zu Reihe 2. Reihe 2 beginnt mit einer Luftmasche, wenden und direkt oben in der Büschelmasche in die Schlaufe einstechen und eine feste Masche häkeln. In diese können Anfänger sich jetzt auch direkt den Marker setzen. Ich mache es jetzt nicht, sonst klickert dieser die ganze Zeit gleich auf dem Tisch herum. Nach der festen Masche kommen 3 Luftmaschen und dann stechen wir in der festen Masche der Vorreihe ein und häkeln eine feste Masche. 3 Luftmaschen und in die Spitze der Büschelmasche oben in die Schlaufe eine feste Masche häkeln. 3 Luftmaschen, in die feste Masche eine feste Masche, 3 Luftmaschen und wieder in der Büschelmasche oben in der Spitze in der Schlaufe einstechen und eine feste Masche häkeln. Eine ganz einfache Reihe, immer aus 3 Luftmaschen und einer festen Masche bestehend. 3 Luftmaschen, eine feste Masche in die feste Masche, 3 Luftmaschen und eine feste Masche in die Spitze der Büschelmasche. Und so nun die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe 3 Luftmaschen nach der festen Masche häkeln und die letzte feste Masche auch hier in die Spitze der Büschelmasche häkeln. Und das war dann schon Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Reihe 3 beginnt mit einer Luftmasche und einer festen Masche direkt in die erste feste Masche. Danach 3 Luftmaschen und nun zwischen diesen beiden Büschelmaschen, also in die feste Masche, eine Büschelmasche häkeln. Umschlag einstechen und wieder mit 5 Umschlägen eine Büschelmasche erschaffen. Mit einer Luftmasche schließen, 3 Luftmaschen und nun über der Büschelmasche in die feste Masche eine feste Masche. So haben wir das Muster verschoben. 3 Luftmaschen und nun wieder in die feste Masche zwischen diesen beiden Büschelmaschen eine Büschelmasche häkeln. Mit einer Luftmasche schließen, 3 Luftmaschen und in die feste Masche über der Büschelmasche eine feste Masche häkeln. Und hier ist schon mal eine Sache, die ihr euch direkt merken könnt. Und zwar brauchen wir immer 3 feste Maschen. Wir häkeln eine Büschelmasche und danach sollten immer 3 Reihen feste Maschen kommen. Auch hier am Anfang eine Büschelmasche, 3 Reihen feste Maschen. Und nun häkeln wir immer im Wechsel, so wie gehabt, eine feste Masche und dann wieder eine Büschelmasche aus 5 Umschlägen und dazwischen immer die Ketten mit 3 Luftmaschen. Und so bis zum Ende der Reihe. Und am Ende nach der letzten Büschelmasche 3 Luftmaschen nicht vergessen und in die letzte feste Masche eine feste Masche häkeln. Und damit haben wir dann auch schon mal
unsere dritte Reihe soweit fertig. Kommen wir zur Reihe 4. Reihe 4 beginnt auch mit einer Luftmasche und einer festen Masche direkt am Anfang in die erste feste Masche. Gefolgt von 3 Luftmaschen und einer festen Masche direkt in die Spitze der Büschelmasche. 3 Luftmaschen, eine feste Masche in die einzelne feste Masche, 3 Luftmaschen und eine feste Masche wieder in die Spitze der Büschelmasche. 3 Luftmaschen, eine feste Masche in die feste Masche, 3 Luftmaschen und eine feste Masche in die Spitze der Büschelmasche. Also auch diese Reihe besteht jetzt nur aus Bögen, die wir immer mit einer festen Masche fixieren und 3 Luftmaschen häkeln. Ganz einfach. Und so die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe, nachdem die letzte Büschelmasche mit einer festen Masche behäkelt wurde, 3 Luftmaschen und wir beenden die Reihe, indem wir in die letzte feste Masche einschlechen und eine feste Masche häkeln. Und das war dann Reihe 4. Kommen wir zur letzten und zur 5. Reihe, denn das ist nun wieder Reihe 1. Wir beginnen, indem wir die Schlaufe auf halbe Stäbchenhöhe ziehen, einen Umschlag machen, diese zählt schon als erster, und ab da noch 4 zusätzliche in die Masche hinein stechen und dazu häkeln. Das Ganze dann wieder wackeln, Faden durchziehen, mit einer Luftmasche schließen und hier können sich Anfänger wieder direkt den Marker in die Schlaufe setzen. Dann kommen 3 Luftmaschen und wir häkeln eine feste Masche in die feste Masche über der Büschelmasche. 3 Luftmaschen und wieder mit 5 Umschlägen in die feste Masche, die zwischen diesen beiden Büschelmaschen ist. Und dann geht es weiter wie gehabt, immer im Wechsel eine Büschelmasche, 3 Luftmaschen und eine feste Masche. Und so nun bis zum Ende. Und am Ende der Reihe nach der letzten festen Masche 3 Luftmaschen und wir häkeln in die letzte feste Masche eine Büschelmasche hinein. Und beenden die Reihe mit einer Luftmasche, die wir dann zuziehen. Und das ist Reihe 5 gewesen. Und als nächstes kommt dann die Wiederholung Reihe 2. Wir beginnen mit einer festen Masche, 3 Luftmaschen, eine feste Masche in die feste Masche, 3 Luftmaschen, eine feste Masche in die Spitze, 3 Luftmaschen und so weiter. Also eine Bogenreihe bis zum Ende. Gefolgt dann wieder von einer Reihe Büschelmaschen, wo wir die Büschelmasche nach innen setzen. Ob ihr was falsch gemacht habt, könnt ihr daran sehen, dass ihr immer zwischen den Büschelmaschen 3 Reihen feste Maschen braucht. Das Ganze auch hier am Rand. Wir haben hier mit einer Büschelmasche begonnen, 3 Reihen mit festen Maschen begonnen und wieder eine dann mit der Büschelmasche. Und hier zwischen genau das gleiche. So können Fehler schnell erkannt, geribbelt und ab dort wieder weiter gehäkelt werden. Ich hoffe, euch hat das Muster genauso gut gefallen wie mir. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Also lasst die Nadeln glühen und bis dahin, ciao, ciao.